Kennst du das Problem, dass du öfter mal beim Naturtonbinden einen Bruch hast bzw. ein Bruchgeräusch wahrnehmen kannst? Dann überlegen wir heute mal gemeinsam, wie wir das verbessern können. Also dass eben zwei Töne miteinander verbunden sind, ohne dass in der Mitte dieses Umstellbruchgeräusch passiert. Du hast zwei Töne, nehmen wir mal C1 auf C2, also überbinden eine Oktave. Dann kann es schon sein, dass du beim G zum Beispiel hängen bleibst oder dieses für einen kurzen Moment zu hören ist. Wir brauchen also die Einstellung von unserem C1. Und wir merken uns das gut. Na, was muss ich machen, um bei dem Ton zu spielen? Okay, alles klar. Wie ist es denn beim C2? Ein ganz anderes Gefühl. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wir von dem einen in den nächsten Zustand kommen. Das heißt, Bai, Bai. Man merkt auch schon, wenn man diese Silben spricht, die Zunge arbeitet richtig gut mit. Bai. Und insgesamt klingt der obere Ton etwas intensiver. Jetzt ist eben die Schwierigkeit, das zu spielen. Wir übertragen das Ganze auf die Trompete. Und du kannst natürlich jederzeit immer wieder einen Schritt zurückgehen und die beiden Töne angestoßen spielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was passiert denn von Ton X zu Ton Y? Und so kannst du jetzt versuchen, diese Übung zu spielen. Du kennst sie bestimmt. Ja, und hast immer diese Oktavsprünge. Wichtig ist eben, dass dieses Umschalten von dem einen Ton zum anderen eben schnell passiert. Also dieses Ta-I, ja passiert eben sehr schnell. Also nicht Ta-Ra. Dann würde man so Töne treiben, beziehungsweise hätte dann so ein Glissando dazwischen. Hier geht es eben darum, dass wir von Ton X auf Ton Y eben schnell rüberkommen. Hast du das Gefühl, dass du immer das Problem hast, also auch mit dieser Vorübung, dass das Bruchgeräusch einfach da ist? Dann gibt es noch einen weiteren Trick, den habe ich schon mal vorgestellt, und zwar nimm mal das Mundstück von der Trompete und setze Kante von Mundstück mit Kante von Mundrohr. Das ist ein bisschen instabil alles, aber man kann es schon mit den Fingern einigermaßen fixieren. Und dann spielst du. Und es ist letztendlich wie im Mundstückspiel, der Widerstand der Trompete fällt eben weg. Und wenn das gut funktioniert, geh ein Müh oder einen Millimeter weiter rein, weiter rein, weiter rein, weiter rein, und du wirst merken, ab einem gewissen Punkt wird es schwerer. Da kommt dann auch der Klang der Trompete dazu. Und da heißt es dann eben, dran zu bleiben. Bai. Und irgendwann sitzt das Mundstück eben wieder auf deinem Mundrohr fest. Und dann kannst du deine Bindungen weiter trainieren, beziehungsweise hast Übungen gemacht, damit es eben auf der Trompete besser funktioniert. Achte auch immer darauf, dass du nicht mit zu viel Druck spielst. Wenn du zu viel Druck, zu viel Lautstärke auch hast, also Luftdruck, und auch gemeint ist Druck von Mundstück gegen die Lippen, dann hast du immer das Problem, dass alles sehr, sehr fest ist, sehr eingeschränkt ist. Man hat auch wenig Kontrolle. Und du belastest die Muskulatur nur zusätzlich. Der Klang ist auch quäkig. Also auf jeden Fall immer versuchen, möglichst locker und weich das Ganze zu machen, weil eben locker und weich heißt, wir sind flexibler und können schneller von einer zur nächsten Position umschalten. Ist alles fest und gedrückt, dann funktioniert das nicht. Du wirst immer wieder Probleme haben, entwickeln, und es ist eine Blockade, und dann kommt die nächste Blockade, wie zum Beispiel enger Hals hinzu oder dann nur hohe Einatmung. Das sind ja auch so Probleme, die man beim Trompete spielen, die sich da gerne mal einschleichen. Und so kannst du von vornherein, wenn du ein Augenmerk darauf legst, gleich diese Punkte eben aussparen, und dementsprechend gibt es da auch keine Probleme. Also locker und weich. Wie starten wir locker und weich? Naja, mit Buzzer, mit Mundstückspiel, mit Spiel
auf dem Mundrohr. Und so weiter und so fort. Also da gibt es zig Übungen, die man da sehr gut machen kann, um eben locker und weich zu sein. Locker und weich heißt auch immer gut einatmen und die Luft auch gleichmäßig nach außen bringen. Also nicht, das bringt uns hier nicht weiter, ganz im Gegenteil, wir werden eng. Hals ist auch eng, ne, verkrampft, der Ton klingt dann schärfer. Achte immer darauf, dass es so funktioniert. Und dann kannst du eben bruchlos diese Töne auch spielen, ohne dass man sich da abmüht oder dass es so richtig körperlich anstrengend ist. Weich, locker, flexibel und mit warmem, weichen Luftfluss, dann klingt die Trompete dementsprechend auch sehr, sehr angenehm und wir fühlen uns auch richtig gut beim Trompete spielen, beim Trompete üben. Intonation ist auch besser, das ist sehr, sehr gut und dementsprechend immer auf die Punkte aufpassen, dass du dich nicht zu sehr anstrengst, zu sehr einengst. Natürlich ist es eine Mittellage viel, viel leichter. Deswegen beginnen wir auch mit diesem locker leichten Training in der Mittellage und nicht eben ums C3 rum oder höher, weil dort hat man ganz andere Rahmenbedingungen, ne? Also viel höherer Luftdruck im Körper. Der Ansatz ist stärker angestrengt, es geht viel weniger Luft durch, diese aber sehr schnell. Deswegen immer solche Übungen, solche Bindungen trainieren in einer Wohlfühlzone. Das ist ja meistens für uns Trompeter so zwischen C1 und F oder G2. Das ist so der angenehme Bereich, wo man eben viel mit der Luft arbeiten kann, ohne dass Töne wegbleiben. Und der Ansatz wird eben fester, wenn es dann nach oben geht. Die Zunge ist auch ein bisschen anders positioniert. Das geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber letztendlich sind wir hier beim wichtigen Punkt, und zwar die Zunge. Wenn man diese Silben spricht, Tai, Tai, man hat erstmal die Silbe Ta und I, Tai, und man merkt auch ganz deutlich, wie die Zunge Tai, den Ton, wie als ob die Zunge den nach oben hebt. Tai, ja, ja. Und das hilft uns eben, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, um dann eben diese Töne auch auf der Trompete spielen zu können. Also es ist nicht, sondern es ist einfach eine Arbeit. Also da kommen Punkte dazu. Der Ansatz spannt sich an, die Zunge ist in einer anderen Position, der Luftdruck verändert sich. Ja, und das muss eben gut zusammenspielen. Das sind ganz, ganz feine Stellschrauben, die man hier dreht, damit eben dann am Ende das klangliche Resultat, Bindung von Ton X zu Ton Y passieren kann. Und dann können wir es letztendlich auch erweitern, intensivieren, viel ausgeweitete, längere Übungen spielen, das Ganze natürlich auch von der Geschwindigkeit dann dementsprechend anpassen und dann sind wir schon sehr stark im Training der Lippenflexibilität. Große Bindungen, letztendlich dann auch eine große Range an Tönen, die wir hier abdecken können. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Mach's nicht zu schnell alles hoppadi hopp, sondern lass dir Zeit und mit Sinn und Verstand, mit vollem Bewusstsein einen Punkt nach dem anderen dazu nehmen und dann klappt's auch wunderbar auf der Trompete. Halte mich auf dem Laufenden, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.